In Toronto beherbergt Kanadas größter Zoo seltene Tiere aus aller Welt. Unter ihnen sind die afrikanischen Löwenmütter und Babys die auffälligsten, die die ganze Aufmerksamkeit der Touristen auf sich ziehen. Die Löwenmutter Nala ist stark und intelligent, und das etwas über ein Jahr alte Junge heißt Leo. Mutter und Kind leben in einem großen, halbwilden Gehege, das die natürliche Umgebung simulieren soll. In den letzten 2 Jahren wurden Nala und Leo vom Personal stets sorgfältig betreut, um ihre beste Gesundheit zu gewährleisten. Jeden Tag bleiben Touristen aus aller Welt stehen und schauen mit Vergnügen den Löwenmüttern und Babys beim Spielen zu. Vor allem Leo hat sich mit seiner neugierigen und verschmitzten Art schnell zu einem kleinen Star in aller Herzen entwickelt. Für die Betreuung von Mutter und Kind ist ein junges Mädchen namens Emma Booker zuständig, das Tiere liebt. Emma ist immer aufmerksam und kontrolliert jeden Tag sorgfältig jede Mahlzeit und jeden Schritt von Nala und Leo. Das Leben im Zoo war friedlich, bis der strenge, kalte Winter kam. In jenem Winter fegte ein beispielloser Schneesturm durch Toronto und verursachte überall Chaos. Der Wind heulte, es schneite heftig und die Temperatur fiel auf -25 Grad Celsius, sodass sämtliche Aktivitäten zum Erliegen kamen. Alle Tiere des Zoos wurden in den Tierheim gebracht, um sie vor dem heftigen Sturm draußen zu schützen. Das halbwilde Gehege von Nala und Leo wurde durch die heftigen Winde schwer beschädigt. Der kalte Wind beschädigte das Dach und den Schutzzaun um den Löwenkäfig. Nala und ihre Mutter versuchten, damit klarzukommen, indem sie sich zusammengerollt unter dem weißen Schnee verkrochen. Leo zitterte in den Armen seiner Mutter, die Augen vor Kälte und Angst weit aufgerissen. Die Schneeschicht wurde immer dicker und bedeckte die Rücken und dünnen Körper von Mutter und Kind. Nala versuchte, ihren kleinen Sohn mit ihrem Körper zu schützen, doch ihre Kräfte schwanden allmählich. Leo, der zuerst im Schnee gespielt hatte, konnte sich jetzt nur noch zusammenrollen und vor Kälte zittern. Eine Windböe fegte durch die Scheune und trug eine dicke Schneeschicht mit sich, die Leo bedeckte. Die Nacht brach herein, die Temperatur sank weiter, der Himmel war mit weißem Schnee bedeckt. Nala stöhnte schwach, halb wach, ihre Augen blickten hoffnungslos auf den reglosen Leo. Nalas Herz brach, als sie das zerbrechliche Leben ihres geliebten Kindes spürte. Die ganze Scheune war in Dunkelheit getaucht, nur das kalte Heulen des Windes hallte endlos wider. Leo verlor allmählich das Bewusstsein, sein kleiner Körper war unter dem kalten Schnee fast vollständig gefroren. Löwin Nala kämpfte sich mühsam zu ihrem Jungen, brach jedoch schließlich vor Erschöpfung zusammen. Ein heftiger Schneesturm verwandelte einen sicheren Ort in einen kalten und tödlichen Albtraum. Niemand wusste, dass die Löwenmutter und ihr Junges auf dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod kämpften. Jede Hoffnung schien nun so zerbrechlich wie der letzte Atemzug in dieser kalten, grausamen Sturmnacht. Als der Sturm nachließ, zog Emma sofort ihre Schutzkleidung an und eilte hinaus, um nach den Tieren zu sehen. Ihr Herz sank, als sie sah, dass Nalas und Leos Käfig fast vollständig zusammengebrochen war. Emma eilte näher, der Strahl der Taschenlampe beleuchtete 2 Gestalten, die mit kaltem, hartem Schnee bedeckt waren. Leo lag regungslos in einer Ecke, sein ganzer Körper war steif wie ein kleiner Eisblock. Nala stöhnte immer noch schwach und ihre Augen sahen Emma verzweifelt an, als würde sie um Hilfe flehen. Ohne zu zögern kniete Emma nieder und entfernte vorsichtig die dicke Schneeschicht, die an Leos Körper klebte. Sie spürte die Kälte, die von ihrem kleinen Körper ausging, sogar durch ihre dicken Handschuhe. Emma flüsterte, „Mach dir keine Sorgen, Baby, ich werde dich retten“, und hob Leo sanft in ihre Arme. Sie rannte mit voller Geschwindigkeit durch den weißen Schnee in Richtung der Notaufnahme des Zoos. Unterwegs flossen Emmas Tränen, weil sie sich Sorgen um das zerbrechliche Leben machte, das sie in ihren Armen hielt. Bei der Ankunft leisteten die Tierärzte sofort Hilfe, bereiteten einen beheizten Raum und Notfallausrüstung vor. Leo wurde auf den Untersuchungstisch gelegt, die Ärzte überprüften schnell seine Temperatur und Herzfrequenz. Emma hielt Leos kleine Hand fest und tätschelte sie sanft, in der Hoffnung, ihm Wärme zu geben. Ein Arzt teilte mit, es liegt ein sehr schwacher Herzschlag vor, aber es besteht Hoffnung auf Heilung.
Mitten in dieser kalten, hoffnungslosen Winternacht blitzte ein kleiner Lichtstrahl in Emmas Herz auf. Leo wurde sofort in eine spezielle Wärmekammer gebracht, um seine Körpertemperatur sicher zu erhöhen. Die Ärzte überwachten abwechselnd jede kleine Veränderung im Körper des Löwenjungen. Emma behielt Leo im Auge, streichelte mit ihrer Hand sanft sein kaltes Fell und betete, dass ein Wunder geschehen möge. Die Eisschicht auf Leos Körper schmolz allmählich, Wasser tropfte auf den Boden des Krankenzimmers. Die Ärzte massierten den erfrorenen Körper kontinuierlich und förderten so die Durchblutung. Nach fast 30 Minuten Notfallwiederbelebung bewegten sich Leos Augen zum ersten Mal leicht. Ein Seufzer der Erleichterung machte sich im Raum breit, Emmas Augen funkelten vor unbeschreiblicher Freude. Leo öffnete schwach die Augen und suchte mit seinen braungoldenen Pupillen nach der vertrauten Gestalt neben ihm. Emma hob sanft Leos Kopf und lächelte vor unkontrollierbarem Glück. Sie mischte warme Milch an und gab sie dem kleinen Löwen langsam in kleinen Schlucken ins Maul. Leo leckte jeden Tropfen Milch auf, und in seinem schwachen Körper kehrte allmählich ein wenig Vitalität zurück. Die Ärzte beschlossen, Leo zur Überwachung und besonderen Pflege noch einige Tage im Krankenzimmer zu behalten. Emma bot an Leos Bett zu bleiben und ließ ihn keine Sekunde aus den Augen. Sie versprach sich und Nala, dieses kostbare Leben zu retten. Im warmen Behandlungszimmer entzündete sich im kalten Winter leise die Flamme der Hoffnung neu. Am nächsten Morgen war der Himmel nach dem schrecklichen weißen Sturm strahlend blau. Der Zoo mobilisierte umgehend alle Mitarbeiter, um die beschädigten Bereiche zu reinigen und zu reparieren. Emma trug den nun kräftigeren Leo, in eine weiche Decke gehüllt, vorsichtig zum Löwenkäfig. Nala saß vor dem Käfig und blickte erwartungsvoll zum Eingang. Als Nala die kleine Gestalt sah, sprang sie auf und stieß einen hoffnungsvollen Schrei aus. Emma öffnete das Tor, setzte Leo sanft ab und ließ ihn seine ersten Schritte zurück zu seiner Mutter machen. Leo taumelte ein paar Schritte und warf sich dann in die Arme seiner Mutter, wobei er seinen Kopf an dem vertrauten warmen Fell rieb. Nala leckte Leos Körper mit ihrer Zunge und musterte ihn Stück für Stück mit liebevollen Augen. Die Zoo-Mitarbeiter brachen angesichts der rührenden Wiedersehensszene vor Rührung in Tränen aus. Der Zoo beschloss, alle Wildtiergehege umgehend mit modernen Heizsystemen auszustatten. Entlang des Gehwegs sind Infrarotheizlampen installiert, die trotz der Kälte draußen einen warmen Raum schaffen. Nala und Leo haben ein neues, sicheres und gemütliches Zuhause, um den langen, kalten Winter zu überstehen. Emma lächelte glücklich, als sie die Löwenmutter und ihr Baby im neu renovierten Käfig spielen sah. Ein strahlendes neues Kapitel voller Hoffnung und endloser Liebe hat begonnen. Leo hat überlebt und die Geschichte der Widerstandskraft des Löwenjungen wird den Menschen für immer im Herzen bleiben. Einige Tage später fand in der Haupthalle des Toronto Zoos eine Krisensitzung statt. Mitarbeiter und Management diskutierten das Problem tropischer Tiere, die unter kalten Bedingungen leben. Emma stellt den Fall von Nala und Leo während des jüngsten Sturms offen dar. Die herzzerreißenden Bilder wurden auf die Leinwand projiziert und hinterließen im Konferenzraum atemlose Stille. Einige Experten schlagen langfristige Lösungen vor, um die Gesundheit dieser exotischen Tiere zu gewährleisten. Zur Optimierung des Wohnklimas stimmte der Vorstand dem Einbau zusätzlicher Heizanlagen zu. Gleichzeitig ist langfristig geplant, die Tiere wieder in einen artgerechten natürlichen Lebensraum zu bringen. Der nächste Sommer wird der richtige Zeitpunkt für den Rückführungsprozess sein. Das Treffen endete mit dem festen Glauben an eine bessere Zukunft für Tiere. Emma ist erleichtert, dass ihre Bemühungen dazu beigetragen haben, das Schicksal kleiner Leben zu verändern. Der Frühling kommt, warmer Sonnenschein erfüllt den Zoo und bringt allen Lebewesen neue Hoffnung. Leo wuchs von Tag zu Tag heran, gesund und voller Energie wie ein tapferer Krieger. Emma kümmert sich noch immer täglich um Mutter und Kind, überwacht sie und bleibt ihnen wie einer Blutsverwandten nahe. Leos erste Fotos nach dem Sturm wurden zu einem unsterblichen Symbol der Liebe. Und die Geschichte dieses magischen Winters wird für immer in den Herzen aller weiterleben. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen.
Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.